Was für ein sensationelles Fahrzeug. Ein Globetrotter XXLA auf Iveco Daily. Ja, unter 7,49 Tonnen. Das Ganze mit irre Zuladung. Er ist ganz frisch reingekommen. Ich habe eben mal den Preis erfragt. So um die 240, 250. Nagelt mich nicht fest. Aber es ist wirklich ein richtig tolles Fahrzeug mit einer Rundsitzgruppe eingebaut, einer Durchreiche und allem nur Erdenklichen, wo man vielleicht zunächst gar nicht an Detlefs denkt und dann vielleicht sagt, naja, Detlefs, die bauen auch eher so die etwas kleineren. Nein, sie waren schon eigentlich immer dafür bekannt, größere Fahrzeuge zu bauen, aber gerne auch mal auf Fiat Ducato. Und jetzt hat man das Ganze hier auf einem Iveco Daily gebaut. Hinten sieht man sehr schön an der Zwillingsbereifung, die hier mit drauf ist. Der hat richtig was zu tragen. Aber wir sehen auch hier, es ist alles vom Feinsten mit drin. Du hast das Original Fahrerhaus hier mit eingebauter Alarmanlage, mit Multifunktionsdisplay, wie man das alles kennt aus Morelo und Co. Es ist das gleiche Fahrzeug. 210 PS. Wir haben eine 8-Gang-Wandlerautomatik eingebaut und ein Scenic großes Navigationssystem, Klimaautomatik mit drin und viele Extras, die man sich wünscht für lange Fahrten. Fahrzeug ist relativ ruhig und hat zusätzlich noch eine kleine, ist jetzt deaktiviert, noch eine Trittstufe. Nein, ist die Trittstufe von dem Aufbau mit drin. So. Wie sollte es anders sein, Sven? So, ich gehe mal kurz rum. Katalog gibt's online. Die Trittstufe habe ich nämlich ausgefahren jetzt gerade. Man sieht es hier sehr schön. Wir können sie aber gerade nochmal rausfahren. Also es gibt einmal diesen Hebel, sehr interessant, gibt es auf der Fahrerseite. Und dann gibt es den gleichen Hebel nochmal, um die Trittstufe reinzufahren, natürlich im Eingangsbereich und nochmal unten. Das heißt also, ich kann sowohl die Trittstufe unten vom Eingang machen, dann kann ich es oben machen, wenn die Tür zu ist. Und ich kann sie vom Fahrerbereich dann auch nochmal aufmachen. Das ist spannend. Das ganze Fahrzeug hat einen Doppelboden mit eingebaut, hat eine Servotür, das kann ich euch gleich mal zeigen. Also wenn die Tür geschlossen wird, dann gibt es einen Servo, der das Ganze nochmal zuzieht. Es hat eine alte Heizung mit drin, kompletten Wärmespeicher, Doppelboden. Überall sind hier Heizkörper mit integriert, das heißt eine Wärme wie zu Hause. Und auch die große, wirklich Riesentür, die mit drin ist, die sagt, hier können auch einige Personen zusteigen. Und auch das Thema Zuladung ist hier das geringste Problem. Ja, ein Himatic, automatisch 65 210 Daily ist drunter. Und wir gucken nochmal ganz kurz in die Heckgarage rein. Natürlich mit alter Heizung. Und auch hier das neue Design eingebaut, mit Außendusche, mit Victron Energy Multiplus 3000 mit eingebaut, also ein 3 kW Wechselrichter mit drin. Und das, was ich zunächst sehen kann hier, da könnten jetzt AGM drin sein, aber das spielt keine Rolle. An Victron Energy ist man barrierefrei und kann anschließen, was man will. MPPT Laderegler sind mit drauf. Ich guck mal gerade. 150 ist drauf und das hier sind jede Menge Ausgleichspolster, die ich dann verwenden kann, um das Ganze nochmal intern umzubauen. Ich habe natürlich Licht hier drin, wahrscheinlich ist aber, mal gucken, die Zentrale noch nicht aktiviert, das können wir gleich mal machen, mal gucken, ob das Fahrzeug Saft hat, sollte es aber. Also gerade erst reingekommen, 2023er Globetrotter XXLA. Absoluter Hammer. Seitsfenster, das Ganze natürlich bündig. Oben eine richtig lange Thule Omnistor mit drin. Also richtiger Liner hier, den wir hier vor uns haben. Also Zentralverriegelung habe ich eben schon festgestellt für die wichtigsten Türen. Machen wir auf, gehen mal rein und mal gucken, kann ich die hier aufmachen, wenn die Klappe auf ist? Jawohl, das kann ich. Das ist also bis auf den Millimeter genau eingepasst. Wie soll es denn anders sein? So, hier sieht man, überall an den Wärmebrücken hast du Heizkörper versehen. Es ist ein Fliegenschutz mit eingebaut, der wirklich wie so leicht, habe ich es noch nie gehabt. Also der gleitet hin und her, ein Traum. Das ist die Tür von innen.
gefällt mir jetzt schon gut. Also bin mal gespannt. Ich war noch nicht drin. Ich habe nur mal geguckt, ob ich die Tür aufkriege. Das war erfolgreich. Hier hast du ein Fach für Fernbedienungen und Schlüssel und was weiß ich alles, die dir einfach oben reinlegen kannst. Ganz praktisch. Und hier nochmal ein kleines Fach für das Gleiche. Also alles, was man so direkt ablegen möchte am Eingang, das kann man dann hier auch tun. Und das waren übrigens eben die Polster. Ich kann also hier komplett zubauen. Also ich kann das so machen, dass wenn die Tür geschlossen ist, das können wir gleich mal machen. Also die kann man auch hier abschließen, die Tür. Wenn man also hier seine Ruhe haben möchte, ist hier ein Schloss mit drin und kann das Ganze dann auch nochmal verriegeln und die Tür dann anschließend verschließen. Wie das Ganze funktioniert, muss ich mir gleich mal anschauen. Die Tür kommt von der Seite. Hier ist eine Verriegelung mit drin. Die wird dann hier zugezogen, gleitet auch richtig schön. Also während der Fahrt Schiebetüre zur Verständigung mit dem Fahrzeugführer öffnen. Gilt aber nur dann natürlich, wenn auch jemand hinten sitzt. So ist zumindest die Vorschrift. Das heißt, also, wenn Leute hinten mitfahren, dann wird die Tür geschlossen. Die ist dann hier zu und jetzt, spätestens jetzt, bekomme ich von dem ganzen Fahrzeug, was vorne ist, nichts mehr mit. Und habe diesen Raumeindruck hier, der wirklich phänomenal ist. Also ich bin ja eh großer Fan von Rundsitzgruppen. Hier kann man jetzt das Polster erweitern. Hier müssten solche Schwerlastauszüge sein auf beiden Seiten. Mal gucken, ob das ist. Das ist auch so. Und spätestens jetzt kann ich das Polster auflegen und kann also hier Polster auflegen und kann hinten die Rückenkissen reinlegen, damit ich hier eine durchgehende Sitzbank habe, komplett. Insgesamt 4 Gurtplätze auf der Seite. Also ein echtes 6-Personen-Fahrzeug. Von Karatec, hier der Fernseher, auch der ist wahrscheinlich zum Liften. Das können wir mal ausprobieren. Sieht zumindest mechanisch aus. Gucken. Jawohl, der geht runter und hier oben geht automatisch ein Vorhang mit, damit das Ganze auch gut aussieht. Ich setze mich mal in die Sitzgruppe rein. Ich könnte gerade hier liegen bleiben, ganz ehrlich. So gemütlich sind Rundsitzgruppen und habe mich mal gerade hier in die Ecke reingehauen. Hier gegenüber wäre dann das Pendant. Hier kann man die Beine lang machen auf der Seite und auf der anderen Seite. Oben das große Hubbett, was viele auch verwenden werden zum Transport von Teilen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hochklappen kann. Das können wir mal ausprobieren. Ja, das geht. Damit also der Einstieg leichter vonstatten geht, kann ich es einfach hochklappen, auch hochgeklappt lassen, so dass Dinge hier zunächst mal nicht rausfallen. Weil wenn irgendwas passiert, dann fallen die Sachen meistens nach vorne und nicht nach hinten. So, hier sieht man es. Airbag ist natürlich mit eingebaut. Das ist auch eine Besonderheit. Bei den Teilintegrierten hast du natürlich alles das, was du bei vielen vollintegrierten nicht hast, nämlich zum Beispiel ein Airbag. Multifunktionslenkrad, aber Airbag fehlt bei vielen. So, da wären wir beim Thema Zuschließen. Hier ist der Fahrerstand getrennt. Das Hubbett ist hier mit drin. Das Ganze macht natürlich von der Optik her einiges her, wenn ich es hier richtig zuschließe und habe dann diesen Bereich komplett getrennt. Ich drehe mich um, sehe eine komplett durchlaufende Schrankfront, die richtig klasse verarbeitet ist. Hier von Häfele liegen die Beschläge mit dabei, Vollkorpusmöbel mit eingebaut. Überall hast du Lampen, Leselichter mit drin. Auch ein schönes Design hier vom Polster. Also es muss nicht immer Leder sein, es kann auch mal einfach nur Stoff sein. Die Bedienpanel mit drin, 230 Volt haben wir anliegen, das ist gut. Mal gucken, wie schalten wir das denn ein? Also 12 Volt ist aktiviert, Lampen sind an. Hier oben müsste ich wahrscheinlich alte Heizung und so haben. Ja, sogar eine 3030, ne, eine 3020 ist hier noch drin, aber demnächst wahrscheinlich eine 3030 im Wärmetauscher mit drin. Bedeutet, während der Fahrt kann die alte versorgt werden mit der Motorwärme vom Motor. Und damit kann ich dann auch im Innenraum heizen. Und das Victron Energy Kontrollgerät hier eingestellt auf 3 Ampere. Ich nehme an, dass sich mehrere Fahrzeuge hier einen Stromanschluss teilen. Das ist zum Beispiel eine gute Anwendung. 3 Ampere hier eingestellt. Den Rest puffert anschließend das Fahrzeug für sich selber. Und man sieht hier Float, also es ist schon nicht mehr am Laden, sondern es puffert zwischen. Der ganze Raum öffnet sich
praktisch schräg nach hinten, sodass im Küchenbereich du unglaublich viel Platz hast. Also kannst hier richtig durchgehen mit 2 Personen. Also absolute Linermaße hier mit drin. Und wir können gleich mal gucken, wie die Küche aufgebaut ist. Auch hier hat man eine Zentralverriegelung, das sehe ich schon. Denn üblicherweise ist das jetzt hier, das ist jetzt geöffnet. Aber es gibt dann hier einfach einen On-Knopf und dann ist alles verschlossen für die Fahrt. Üblicherweise geht das dann auch während der Fahrt automatisch an. Hier hat man also einen kleinen Auszug mit drin mit einem Mülltrennsystem und vielen Fächern hier unten und ganz vielen Auszügen mit einer großen Tiefe für Pfannen und so weiter. Und hier nochmal ein Apotheker, der komplett rauskommt und die Absperrhähne auf einer Höhe, wie man sie auch vollkommen problemlos bedienen kann. Auch hier schön steht eine 1 und eine 0 mit dabei, sodass man nicht groß rätseln muss, wie schaltet man sie ein. Es gibt eine 1 und eine 0. Einfacher geht es ja kaum. So, 3 Flammen im Kochfeld von Tedford. Das große aus der Liner-Serie, indirekte Beleuchtung hier mit eingebaut. Diese Multifunktionsrails hier, diese Schienensysteme, die, also da gibt es glaube ich alles für. Von Halterungen über Gewürzhalterung und. Und hier noch ein kleines Spritzschutzelement, dass auch ja nicht die Wand hier beschädigt wird durch die Flammen, die hier rauskommen. Direkt. Dunstabzug kann man leicht hier sehen. Der müsste hier drunter sein, da ist er auch. Den kann man mal aktivieren. Er läuft. Und er geht nach außen. Das ist vielleicht auch noch ein nettes Detail, wenn man denn doch die Fritten hier machen will, was glaube ich keiner machen wird. Flächenvorhänge mit drin. Lampen habe ich bereits erwähnt. Das Ganze kann man übrigens auch verschließen. Das ist nochmal ein Blick hierzu. Der Dometic-Kühlschrank, der Klassiker, beidseitig zu öffnen. Und das Gefrierfach mit dabei. Natürlich mit einem Herd oben drüber und natürlich einer Entlüftung für die Wärme, die da drüber kommt. Da hast du das Ausgleichsgefäß von der Alde mit drin. Das ist hier mit eingebaut und 3 Fächer. Also mehr geht kaum. Hier kann ich also große, lange Kleidung einfach aufhängen in den Schrank. Hier, das ist uns nicht nur ein D-Zeichen, sondern hier kann man auch sofort seine Kleidung aufhängen und das große Raumbad. Ich gehe jetzt mal rein. Hier hast du ein Bett, Doppellängsbett mit Auszug, wie man das kennt. Und das Filler-Element ist direkt mit drin. Nettes Detail ist, dass ich nicht zwingend eine Leiter brauche, weil ich kann über die Stufe, die da drüber ist, dann auch noch das Bett problemlos erreichen. Also gerade für lange Menschen ist das hier, das kleine Stück, doch ein großer Segen. Ja, alle Stufen sind natürlich beladbar bis unten hin. Sensationell. Sie sind beleuchtet und haben hier nochmal Kabelkanäle mit drin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass man zur Not sogar Sachen nachziehen kann. Aber guck mal gerade, kann man das hochheben? Nee, kann man nicht. Nein, oder? Kann man? Nee, doch, kann man. So, ich nehme alles zurück. Dann ist hier nochmal ein Fach. Die alte Heizung ist komplett umlaufend, das sieht man hier. Sie geht also unterm Bett drum runter. Und hier sind nochmal die 230 Volt Sicherungen, die im Schrank mit drin sind. Hier also nochmal ein Schrank. Warum ist hier denn hier so eine Art Röhrchen drin? Das ist ziemlich cool, denn wenn man hier jetzt die Haken draufhängt von den Kleiderbügeln, dann wackeln die nicht von links nach rechts. Ein netter kleiner Trick. Gasdruckfeder mit drin. Also bis jetzt, liebe Detlefs Leute, ich habe mich ziemlich überzeugt. Also all das, was ich dachte, geht nicht, geht. Und unter anderem, dass ich also auch hier wirklich das Bett komplett hoch machen kann. Das ist ja sensationell. Und kann hier sogar diesen Bereich für flache Dinge noch benutzen. Gut, werde ich jetzt vielleicht nicht tun, wenn ich zu schwer bin, dann drückt das Lattenrost runter. Okay, ich nehme es zurück, man kann es nicht benutzen. So. Und hier ein riesen Kleiderschrank. Also du hast 1, 2, viele Kleiderschränke mit 3 Kleiderschränke mit drin und die Tür, hier ist noch eine Tür, die kann man schließen. Und so kann man
den kompletten Bereich hinten dann mit einer festen Tür einfach komplett verschließen. Jetzt kommt es natürlich noch dicker. Jetzt gehe ich hier rein, habe hier meine Tür, habe hier meinen Anschlag, mache hier zu und habe jetzt ein eigenes Raumbad, was weder im Moment erreichbar ist vom Schlafzimmer noch vom Wohnbereich. Also ich habe ein richtiges Zweizimmer-Küche-Bad. Das finde ich cool. Hier ist eine Festtanktoilette eingebaut, sensationell. Also wie beim großen Liner. Und hier sieht man auch den Wastewassertank hier mit drin, mit einer Tankanzeige. Also das ist großes Kino hier. Was haben wir hier noch drin? Großer Schrank, viele Türen, viel Platz und das Ganze auf allen 4 Seiten. Also ich bin ziemlich beeindruckt. Große Dusche, viel Platz. Hier noch ein Lüfter mit drin. Weiß gar nicht, war jetzt eine Klimaanlage mit drin. Aber es ist so viel Platz, dass ich das Bad richtig benutzen kann. Also dieses Raumbad, man ist nicht so eingeengt. Ich habe auch richtige Duschtüren hier mit drin, die ich einfach aktivieren kann. Also eine richtige vollwertige Dusche. Und auch vom Wasservorrat her wird das so ähnlich sein. Auch hier kann ich Sachen aufhängen, Kleiderbügel und so weiter. Damit die nicht runterfallen, ist hier diese kleine Wölbung mit drin und du kannst dein Duschgel hier unten abstellen. Also sie haben wirklich an alles gedacht. Ziemlich cooles Teil. So, das war's. Hier noch 2 kleine Kleiderhaken übrigens. Die dürfen auch nicht fehlen. Wenn ich irgendwas vergessen habt, guckt euch das Ding noch selber an. Es steht beim Freistaat in Sulzemoos. Kleines Detail noch. Hier sind überall so Revisionsklappen. Also die kleinen sind meistens Revisionsklappen, sodass ich an die Tanks rankomme. Und das finde ich auch ein nettes Detail. Das heißt, hier ist die Tanksonde, ihr seht die Drähte mit drin. Und die Tanks kann ich dann auch mal servitieren, falls da irgendwas dran sein sollte. Das war jetzt, glaube ich, der Frischwassertank. Und hier haben wir... gucken. Ich lege mich da jetzt nicht fest, das könnte auch Frischwasser sein. Wahrscheinlich hat er 5000 Liter Frischwasser oder sowas. So, wir machen den nochmal aus. Das Ganze wird deaktiviert einmal da. Und die alte machen wir auch aus. Den lassen wir laufen. Solar, weiß ich jetzt gar nicht, hat er Solar auf dem Dach? Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich glaube, ja, es war nämlich hinten ein MPPT-Solarregler war drauf. So. Da steht er. Der Globetrotter XXLA Modelljahr 2023 von Detlefs. Und hier ist auch das neue Erscheinungsbild vom Iveco Daily. Das ist das Neue und das ist das etwas ältere. Wenn man natürlich genau hinguckt, dann sieht man einige Details und das Fahrzeug werden wir gleich mal vorstellen. XXLA mit einem Queensbett mit drin für euch hier auf diesem Kanal. Eigenes Video dazu, aber hier ganz neu der XXLA mit Längsbetten und der neuen Modellvariante. Natürlich mit Frontkamera, Rundumsystem 360 Grad, sodass ich das Auto von oben sehen kann. Richtig cooles Modell. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos. Vielen Dank fürs Einschalten und abonniert German Television. Tschüss.